Moin zusammen. In dem Video heute werden wir gemeinsam die Bahnsteige für meine Anlage bauen und uns von einem einfachen Holzbahnsteig als ersten Schritt zu einem ausgestalteten Asphaltbahnsteig, wie wir ihn hier jetzt auf meiner Anlage sehen, fortbewegen. Also, viel Spaß! Wir brauchen eine Angelrute, ein Telefonzelt, ein Klaftermaß, einen halben Meter Plastikschlauch, ein Messglas, einen Trichter, eine 10 Meter lange Schnur und einen Knallfrosch. Und so sind wir gestartet. Also bevor ich angefangen habe, hatte ich hier im Endeffekt im Bahnhofsbereich einfach die Gleise liegen auf Kork und hatte irgendwann zwischendurch das mal mit Farbe eingefärbt. Und dann habe ich mir im Internet Gedanken gemacht, habe gesucht, wie soll das eigentlich am Ende aussehen. Dänemark, Epoche 3 bis 4. Und wie sehen diese Bahnhöfe dann aus? Hier jetzt einfach mal für euch so ein paar Beispielbilder, wohin wir arbeiten, wie es am Ende ungefähr aussehen soll bei mir auf der Anlage. Zumindest von der Richtung her. Und jetzt seht ihr natürlich, das sind alles immer so Bahnsteige mit einer Kante aus Beton oder ansonsten Asphalt oder eben Schüttbahnsteige. Und da habe ich natürlich geschaut, was gibt es denn an passenden Kanten. Habe mich dann am Ende für Brava Bahnsteigkanten entschieden, und zwar genau die hier, die ihr jetzt seht. Und habe dann mich daran gemacht, die erstmal auf der Anlage zu verteilen. Ja, erster Schritt war hier, passende Holzstücke zurechtzusägen. Das heißt von der Höhe her, so dass sie etwas über die Gleishöhe gehen, aber natürlich nicht zu sehr. Und auf der anderen Seite aber auch von der Länge her passen. Und diese dann richtig zu positionieren. Das ist natürlich auch immer noch so ein Punkt. Das Ganze muss ja auch mit den Zügen passen. Und jetzt seht ihr hier so die ersten Probefahrten, die ich dann gemacht habe. Also erstmal hinten an der Weiche, wenn der Zug da rumkommt, passt das Ganze? Ja. Und natürlich dann auch in Gegenrichtung, passt das mit der Kurve? Ja, das passt. Alle diese Dinge, genauso auch die Abstimmung mit der Höhe, dass es vom Bahnsteig her passt, auch mit dem Bahnsteig, der am Bahnhof mit dabei ist. Alle diese Sachen. Ja, und dann gab es die wichtigste Ecke, wie ich festgestellt habe. Und zwar, wenn der Zug quasi in den Bahnhof einfährt, habe ich an einer Stelle Bahnsteig und Kurve auf der gleichen Höhe. Und jetzt seht ihr hier, wie knapp das im ersten Versuch war. Ich habe einen Plan, einen genialen Plan, der nicht schiefgehen kann. Und dann hat man es nur mit Dummköpfen und Schlappschwänzen, mit lausigen Amateuren und Hohlköpfen, mit geilen Böcken und lächerlichen Hampelmännern zu tun. Um Zehntelmillimeter gefühlt. Ich zeige es euch nochmal. Also wirklich extrem. Und natürlich war da die erste Aufgabe dann, das Ganze ein bisschen zu versetzen, dass ich ein bisschen mehr Abstand auch zum Gleis habe. Und natürlich auch, bevor ich angefangen habe, die wirklich festzumachen. Also wichtiger Punkt, macht solche Probefahrten und auch über die gesamte Länge des Bahnhofes, bevor ihr irgendwas fest installiert. Ja, nachdem das alles abgeprüft war von der Breite her und gut passte, war dann erstmal das Klebeband mein bester Freund und ich habe mit Gips und Malerkrepp, mit dem die Schienen abgedeckt waren, hier den Bahnsteig wirklich komplett gestaltet. Und ihr seht auch, ich habe da wirklich rumgesaut von der Menge her und habe nicht darauf geachtet, habe ich da jetzt ein ganz bisschen viel, ein ganz bisschen wenig, habe mich da wirklich auf das Malerkrepp verlassen, was die Schienen abgedeckt hat und die Kanten. Und wie ihr seht, das hat auch gut funktioniert. Also das war jetzt direkt nach dem Ablösen vom Malerkrepp. Da sah das schon so aus. Und wir haben es eben auf den Fotos gesehen, es sollte ja auch nicht hundertprozentig gerade werden am Ende, also war das mal gar nicht schlecht. Dann habe ich natürlich wieder Probefahrten gemacht als nächstes, einfach zum Checken, passt es immer noch oder hat sich jetzt irgendwas auf irgendeine Art verschoben, dadurch, dass ich jetzt hier den Gips mitverarbeitet habe. Das war zum Glück nicht der Fall, das hat also wirklich gut gepasst. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass diese Kanten natürlich noch ein bisschen sehr rau waren. Das war mein Hauptproblem bei dem Ganzen. Also ich hatte hier sehr raue Kanten und es waren doch noch Stolperstellen, die hätten jemand
in der Größe 1:87, so einem kleinen Preiserlein, wirklich Kopfzerbrechen auf dem Bahnsteig oder eher Beinzerbrechen auf dem Bahnsteig verursacht. Und da musste natürlich noch ein bisschen ran. Was dann auch passiert ist, beim Trocknen hat der Gips noch so ein paar kleine Risse zum Setzen gebildet. Und da habe ich dann Fugenweiß einfach genommen, habt ihr jetzt gesehen. Und damit im Endeffekt hier die schlimmsten Ecken und Kanten dann verschmiert, wie man das auch sonst machen würde. Das hat tatsächlich überraschend gut funktioniert. Das heißt also, die Kanten sind jetzt auch nachträglich bisher, das ist jetzt ja schon ein paar Tage auf der Anlage drauf, nicht wieder aufgetreten. Also ich habe hier keine weiteren Brüche oder sowas bekommen, das ist alles richtig schön glatt geblieben. Und ich habe das Fugenweiß wirklich umfangreich hier aufgetragen, habe damit dann auch die ganze Oberfläche nochmal glatter gemacht. Das seht ihr jetzt hier. Da war also auch eine Kante sichtbar, wo das Brett endete. Das ist dieser lange gerade Strich dort. Und den habe ich dann wirklich komplett bearbeitet mit dem Fugenweiß, um das einfach mehr auszugleichen, um auch diese tieferen Löcher, die der Gips jetzt hier gemacht hatte, weil ich nicht hundertprozentig gerade da mit dem Gips arbeiten konnte und ja auch nicht wollte. Es soll ja diese Asphaltstruktur haben, wie wir sie eben auf den Bildern gesehen haben, die eben auch auf den Originalen nicht wirklich gerade ist, sondern mal so eine Kante hat, ein bisschen gealtert ist und so. Also ist mit dem Gips trotzdem ein bisschen zu krass gewesen, deswegen war das mit dem Fugenweiß hier ganz gut. Und jetzt seht ihr, habe ich auf der gesamten Länge machen müssen, aber trotzdem in der Tube ist noch massenweise drin. Also das ist jetzt nicht so, dass man da viel verbraucht. Ich habe über die gesamte Oberfläche von dem Bahnsteig tatsächlich bearbeitet hier damit. Was ich sagen muss, was wirklich sehr schön ist, diese Kanten oder diese Bahnsteigkanten, die ja so ein bisschen Beton simulieren sollen von Brava hier, die lassen sich exzellent verarbeiten, die haben auch wunderbar gehalten und die haben quasi so eine Art Fuß, der dann in den Bahnsteig reingeht auf der oberen Kante und der dann hier mit dem Gips quasi nochmal abgedeckt wurde. Das hat wirklich super funktioniert, das hält bombenfest und sieht auch richtig, richtig gut aus. Auch das Abkleben hat extrem gut funktioniert, muss man da sagen. Ja, so sah das dann aus mit Fugenweiß, seht ihr auch rechts auf der Oberfläche, neben dem Bahnsteig komplett gestaltet. Wieder natürlich die Testfahrt, funktioniert das Ganze immer noch. Und man muss ja zwischendurch sich auch ein bisschen belohnen und spielen. Ich habe natürlich die Fahrten in beide Richtungen probiert, seht ihr? Also hier jetzt mal rückwärts rein, dass ich auch in die Richtung dann mal durchfahre. Hat auch funktioniert. Der nächste Schritt ist dann gleich das Bemalen. Da habe ich also wieder Malerkrepp verwendet und bin dann erst mit einem dunkleren Blau-Grau über den gesamten Bahnsteig in der Länge mal gegangen. Das seht ihr hier. Da habe ich die Kanten vorne abgedeckt und die Gleise natürlich. Und auch dann konnte man wieder vergleichsweise gut und schnell arbeiten. Und das sah schon richtig, richtig gut aus, wenn man dann das Krepp wieder abgezogen hat und die Kanten wieder frei hatte. Und jetzt seht ihr hier, rechts habe ich auch schon dann mit dem Braun gearbeitet, um mal den Boden zu malen. Und jetzt seht ihr es hier beim Verteilen vom Schotter, das war ja der nächste Schritt. Da habe ich auch die Kanten schon angemalt, da habe ich leider die Bilder vergessen, habe keine Bilder gemacht. Aber kein Geheimnis, auch wieder Malerkrepp, das alles abgeklebt, was ich nicht anmalen wollte, so dass Schiene eben und der Bahnsteig oben frei blieben und nur die Kante von dem Beton sichtbar war. Und die habe ich dann mit einem helleren Betongrau nochmal bemalt. Ja, das Schotterverteilen hat tatsächlich am längsten gedauert. Hier die passende Menge Schotter wirklich da in diese Kanten reinzubekommen. Das war ein echt aufwendiges Stückchen Arbeit. Das hat gedauert, insbesondere wenn man überall die gleiche Höhe haben wollte. Ich habe mich da sehr orientiert an dem, was ich an Bildern im Netz gefunden habe. Das heißt, es geht ein bisschen über die Schwellen rüber, allerdings nicht zu viel. Und es soll natürlich so sein, dass es auch realistisch wirkt. Ganz interessant ist, ich habe das auch in den Bildern online gefunden, man würde ja denken, der Schotter sinkt zum Rand hin ab. Tut er tatsächlich, zumindest in den Bildern, die ich gefunden habe in Dänemark, dort
nicht, sondern da ist es so, dass im Bahnhofsbereich der Schotter tatsächlich zum Bahnsteig hin ein bisschen ansteigt vom Gleis aus. Das habe ich jetzt versucht mal nachzubilden. Ich habe noch nie darauf geachtet, ob das in Deutschland auch so ist, insbesondere bei so kleinen Nebenbahnen oder so. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, kann sein. Und ich hatte ja nicht nur die beiden Bahnsteige, ich hatte ja auch eine ganze Menge noch an weiteren Bereichen. Und ihr habt es eben gesehen, da war natürlich ein bisschen was schon dazwischen an Kork, dass ich weniger Schotter brauche. Und man kann den Schotter tatsächlich richtig schön glatt machen, wenn man ihn einfach hier zum Beispiel mit so einer Tesa-Rolle, es geht aber genauso eine Malerkreppe-Rolle, abläuft, nachdem man ihn dort reingefüllt hat. Dann wird er richtig glatt. Also er gibt eine richtig Top-Oberfläche und alle diese verschiedenen Höhenunterschiede, die man hat, die kann man damit wunderbar ausgleichen. Ich habe dann im nächsten Schritt nochmal ein bisschen Farbe zusätzlich auftragen müssen. Also ich hatte hier nach 1-2 Tagen doch ein paar Stellen, die ich gefunden habe, wo noch weiß durchschien, also wo ich nicht ganz sauber gearbeitet habe oder nicht deckend genug gearbeitet habe im ersten Arbeitsschritt. Da habe ich abends im Dunkeln das Ganze gemacht, bei künstlicher Beleuchtung. Ja, und das sieht man dann am nächsten Tag dann doch wieder im Tageslicht ein bisschen anders. Du Experte! Elender Amateur! Du Anfänger! Was ihr auch sehen könnt, ist unten links einmal die Weiche. Da habe ich den Schotter überall tatsächlich so gemacht, dass es um diese weichen Schaltkästen rumgeht. Und das ist tatsächlich eine Sache, da gebe ich euch den Tipp, achtet da sehr darauf, denn dieser kleine Schotter fällt sehr gerne in diese Löcher von dem Weichenschalter rein. Das heißt, das am besten beim Schottern wirklich abdecken und bei der gesamten Arbeit auch mit dem Schotter abdecken, sodass man dann nicht später dann irgendwie Massen an Kies und Schotter in den Weichen drin hat. So, jetzt geht es auf der rechten Seite weiter, denn neben dem Bahnsteig war das ja alles noch sehr braun und einfach und ich wollte dort einen Kiesparkplatz haben, der sich am Ende anschließt an meinen kleinen Fußweg bzw. Fußfahrradweg, der an den Gleisen lang führt. Wie machen wir das? Auch relativ easy. Ich habe mir eine passende Farbe rausgesucht als Grundierung und da kommt dann danach einfach etwas Vogelsand drauf als erster Schritt. Das heißt, erstmal fangen wir an zu malen. Hier die Farbe Moon aus der Schöner Wohnen-Serie und schon geht's los. Das heißt, alles, was ich mir dort angemarkert hatte, das wird jetzt bemalt. Geht tatsächlich total easy und total schnell. Wenn ihr jetzt mal seht, wie wir diesen Schotterweg hier machen. Jetzt kommt der Vogelsand da rein. Und schon geht es weiter mit der Farbe. Wichtig ist immer, dass der Vogelsand natürlich reinkommt, solange die Farbe noch relativ feucht ist, sodass sie sich auch wirklich verteilen kann, bzw. auch verbinden kann mit dem Sand. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und so war dann das Endergebnis mit dem Schotter auf den Gleisen. Hier seht ihr es, hier auch nochmal im Detail, wie die Weichen dort freigehalten wurden von dem Schotter. Und ja, jetzt der Vergleich zum Original. Ich denke, es ist schon relativ treffend, wenn man sich das so anschaut, wenn ihr euch die Bilder auch oben rechts anschaut. Natürlich nicht hundertprozentig genau so wie das Original, aber ich denke, da ist schon eine große Ähnlichkeit da. Jetzt fehlt natürlich auch die gesamte Dekoration, nur so als erster Schritt. Seht ihr jetzt hier, so sieht mein Bahnhof dann später aus. Hier jetzt schon mit einer kleinen Hecke dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Schritte jetzt einfach mal in dieser Reihenfolge mit mir so durchzugehen. Und wenn ihr Ideen habt, was ich noch tun kann, wie ich auch die Bahnsteige noch realistischer gestalten kann, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Vielen Dank.
Du jämmerlicher Anfänger! Du bescheuerter Trottel! Du bist ja feuergefährlich blöd! Eine Affenschande! Kannst nicht mal 2 Leitungen verbinden!